Willkommen bei mir zurück im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein kleines Bastelvideo. Und zwar kommt es tatsächlich nochmal die Sonne raus, bevor es jetzt anscheinend richtig Winter wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich für meinen Grillplatz noch 2 winterfeste Stühle, die man einfach draußen stehen lassen kann. Aus Materialien, natürlich wie immer, die ich über mir im Garten, im Schuppen oder in der Garage finde, ohne großen Aufwand, was praktisch ist, was schönes, cooles, was sonst keiner hat. Dafür werde ich ein paar Baumstämme verwenden, die sind übrig geblieben, als ich mir einen Hackstock gebaut habe, und die habe ich abgeschält, und dann werden wir noch überlegen, wie man an das Ding irgendwie eine Rückenlehne baut. Die werden wir wieder aus irgendwelchen stabilen Ästen machen, die ich aus dem Garten rausgeschnitten habe. Weil sowas bleibt immer übrig, wenn man so ein bisschen gartelt. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Dann legen wir jetzt los. So, das hier ist der fertige Hackklotz. Und das sind die verschiedenen Baumstücke, die noch übrig geblieben sind, die ich jetzt quasi als Sitzfläche für die Gartenmöbel in Anführungsstrichen hernehmen werde. Das den da habe ich noch 2 oder 3 Stück davon. Den ziehe ich mir raus. Geschält sind sie schon. Und jetzt brauche ich noch Baumstangen, aus denen ich eine Lehne baue, die funktioniert. Hier haben wir schon eine passende Baumstange mit einem richtig schönen Durchmesser. Trocken genug, weil wie gesagt im Winter geschlagen, kein Wasser drinnen, kann sich nicht mehr verziehen oder nur ganz gering. Das ist quasi mein Maßstab. Und dann werden wir jetzt halt hier mal 4 Stück raussägen, dass ich mir 2 Satz Hocker machen kann. Wenn wir hier die nehmen, so lang, ungefähr so, sägen wir den ersten ab. Das war die Kamera. So, schneiden wir den Stamm schnell. Gut. Davon 4 Stück, also 2 pro Sessel. Und danach sägen wir uns gleich wieder. So, der letzte. Das sind jetzt die Baumstämme, von denen ich erzählt habe, die übrig geblieben sind, als ich einen Hackklotz gemacht habe. Und die werden wir jetzt hernehmen. Geschält habe ich sie schon letztes Jahr, weil ich nicht wusste, was ich damit mache. So kriegen sie halt wieder eine neue Bedeutung. Dann machen wir jetzt folgendermaßen. Da zeichnen wir uns jetzt halt wieder 3 Punkte an, ungefähr im gleichen Abstand, weil da bohren wir nämlich Schrauben rein mit einem relativ großen Kopf. Da habe ich auch wieder Eude gefunden, die nehmen wir her, damit quasi der Stamm dann nicht direkt auf dem Boden steht, damit der keine Feuchtigkeit ziehen kann. So ist er ein bisschen weg und hält dann wahrscheinlich doppelt so lang oder noch länger. So, schauen wir, dass wir die möglichst im gleichen Abstand hinkriegen. Nicht zu weit rein, nicht zu weit raus, so dass wir halt dann ein schönes gleichmäßiges Muster drauf kriegen. Natürlich wieder 3, aus dem Grund, 3 Bein kann nicht wackeln. So, bauen wir das da rein. Wie gesagt, Akku gut vollladen, dann geht das ratzfatz. Was wir auch noch machen, Beilagscheiben hernehmen, eine kleine und eine richtig schön dicke. Die kleine, damit man die Schraube danach noch drehen kann, und die große ist einfach, dass man noch ein bisschen mehr Abstand kriegt. Das Vorbauen deswegen, wenn man es nicht vorbohrt,
und so eine große Schraube da reintreibt, dann sprengt man den Baumstamm. Und das wäre schade. Deswegen ein bisschen vorbohren, nicht zu groß, nicht zu klar. Dann wird das was. So, 3 Schrauben. Setzen wir schon mal an. Dann nehme ich glaube ein bisschen eine kürzere. Grundsätzlich der schöne große Vorteil, wenn man was für seinen Garten oder für zu Hause an der Lagerfeuerstelle baut, ist, dann kann man auch richtige Schrauben hernehmen, ein Werkzeug mitnehmen. Drum da nochmal der Aufruf für alle, wenn ihr im Wald was baut, dann nehmt bitte Sachen, die verrotten. Nehmt kein Paracord, nehmt keine Schrauben, nehmt Holzdübel, macht es damit und wenn es möglich ist, baut die Sachen im Wald wieder ab. So, für das letzte Bisserl hat die jetzt nicht genug Power, sondern die Schrauben anscheinend zu dick. Oder der Akku ist schon wieder leer, weil es echt kalt ist. Den letzten bisschen machen wir jetzt dann mit der Handratsche. Ziehen die so noch fest. Man kann das natürlich variieren. Ich meine, im Endeffekt kann man es auch einen Zentimeter rausstehen lassen. Problem ist halt dann immer nur, wenn es so weit raussteht und man kommt dann halt in irgendeine weiche Nische rein oder so, dann sinkt es halt gleich um 2 cm ab und so sind es mal 5, 8 mm und dann steht er trotzdem immer noch gerade. Weil, wie gesagt, der Treiber ja nicht wackeln kann, gell? Quert er sich noch ein bisschen. Bleibt ihm aber nichts anderes übrig als reinzugehen. So, sehr schön. Haben wir quasi die Unterseite im Endeffekt wetterfest gemacht. Boah, ein bisschen schwerer als ich gedacht habe. Dann klauten wenigstens keiner. So, schöner Stuhl. Noch ein bisschen sauber. Und jetzt geht es weiter mit der Rückenlehne. Für die Rückenlehne nehme ich jetzt wieder Baumstangen. Wie gesagt, im Winter rausschneiden, schön trocken sind es dann. Die kommen hier an die Seite her, kriegen dann da oben noch eine Querverstrebung. Muss ich mal schauen, ob ich die aus Holz oder aus einem Netz mache oder so. Da ist wichtig, die auch wieder alle vorbohren. Auch die kleinen Querverstrebungen, die dann später quasi hier und hierher kommen. Dann wird das so eine V-Form. Weil wenn man die nicht vorbohrt, sprengt es. Und wenn sie mal gebrochen sind, dann halten sie auch nichts mehr aus. Schönen Abstand vom Rand hier, damit es nicht zu weit außen ist, sonst reißt er aus. Und dann passen wir sie jetzt mal an. Da soll der her, dass der so ein bisschen nach hinten schräg zuläuft. Das gleiche machen wir jetzt hier noch von der anderen Seite. Und dann schauen wir von vorne mal, ob es schön mittig ist, dass man das wirklich auch als Lehne benutzen kann. Hier hinten passen wir jetzt noch so eine Querstange ein, damit uns die großen hier nicht abhauen können nach hinten. Die bohren wir auch wieder vor. Und dann werden wir es da festspaxen und da festspaxen und da in der Mitte. Da sollte man schauen, dass es eine angenehme Neigung hat, die vernünftig ist, wo man schön sitzen kann. Dann haben wir schon mal das Grundgerüst für die Rückenlehne fertig. Da in die Mitte ein kleines Loch zum Fixieren. Das bohren wir wieder vor. Ziehen das schön hin, dass das schön gleichmäßig ist. Die Schraube muss nicht unbedingt in der Mitte von dem Stamm unten sein, die sollte halt nur an einer schönen Stelle sein, dass die unten auch gut greift. Und rein mit der Schraube. Jetzt fixieren wir die noch von da hinten, dass es nicht mehr weg kann.
Da ist jetzt wichtig, dass sie vorne nicht durchkommen. Und jetzt ist das richtig schön stabil hier. Zur besseren Stabilität machen wir jetzt noch da eine Schraube rein mit Vorbohren und genau an derselben Stelle auf der Höhe noch eine Schraube rein, damit es einfach hier besser hält. Jetzt noch die Schrauben rein und dann geht es weiter oben an der Lehne. Erst einmal Probe sitzen. Und dazu ein Bierchen.